diesem Video frühstücken wir mit wunderschöner Aussicht. Erleben wir Wale hautnah und fahren mit die Fähre durch das atemberaubende Geijangerfjord. Nach unserer Routebeschreibung geht es dann auch sofort los mit unserem Video. Nach einer ruhigen Nacht stehen wir bei strahlend blauem Himmel auf und genießen unseren morgendlichen Kaffee bei prachtiger Aussicht auf den Fjord mit schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Auch Don tobt sich hier noch aus, bevor wir aufbrechen. Wir wollen heute noch in Stendal mit Panoramablick schaukeln gehen, aber ob wir dort ankommen, bleibt dran und ihr werdet es sehen. Direkt hinter den Stellplatz geht es durch den Eiksundtunnel, wonach wir dann links abbiegen Richtung Stendal. Wir fahren dort eine sehr schöne Strecke, die an einem kleinen Fluss vorbeiführt. Each night I am lost in my dream. Your lips I feel, your eyes I see. And each night I could swear it was real. When I close my eyes, you're right here with me. And I'm calling out, but you never hear me. I am reaching out, but always in vain. And when I dream every night. Wir genießen die Fahrt total und kommen schließlich an einen kleinen See an. Hier haben wir diese prächtigen Aufnahmen gemacht. Richtig schön hier. I guess that means it's been 3 years come due. And I don't even try to remember. Can't seem to remember to forget about you. Long gone, but you're ever so near. Auch Don hat hier noch eine Abkühlung bekommen und die Reise ging weiter. Es ging dann ein ganzes Stück bergab über einen sehr schmalen Weg. Der Weg war so schmal,
dass ein LKW an einer Stelle rückwärts fahren musste, weil ein Passieren einfach nicht möglich war. An der Fähre angekommen, genossen wir die Aussicht. Wir mussten eine Weile warten und bewunderten den Blick auf den Fjord. Während des Wartens hörte ich dann den bekannten Schrei von Kirsten. Nein, diesmal keine Elche, aber jede Menge Schweinswale und das direkt an der Kante. So nah hatten wir die noch nie für die Kamera. Wer Kirsten kennt, weiß, dass sie schon mit der Kamera losgeeilt ist, bevor ich überhaupt begriffen habe, was los war. Natürlich habe ich unsere Drohne genommen, um das auch festzuhalten, und das ergab noch sehr schöne Bilder. Wir sahen überall welchen und das Zählen war unmöglich. So etwas hatten wir in all den Jahren, die wir nach Norwegen reisen, noch nie gesehen. Es war einfach unglaublich. Irgendwann waren die Akkus der Drohne leer, aber zu diesem Zeitpunkt war die Fähre nach Standal noch immer nicht angekommen. Deshalb entschieden wir uns weiterzufahren. Was dann passierte, schaut einfach weiter und ihr würdet es sehen. Out there alone on the highway. She had a broken wing, she's trying to hide. And I was much too old. Wir fuhren über die schmale Straße weiter und machten noch einen Stopp an einem Bach mit einer alten Wassermühle, die aus dem Jahre 1804 stammt. Die Gegend hier mit Blick auf den Bach und die Berge bot einen fantastischen Foto-Hotspot. Doch wir mussten weiter, denn die Zeit drängte. Wir wechselten auf die E39, folgten dieser Straße, bis wir links auf die RV 60 abbiegen. Und wenn sich hier jemand auskennt, weiß er jetzt, was wir vorhaben. Genau, wir fahren nach Hellensylt und hoffen dort noch die Fähre pünktlich zu erreichen, die durch das Geirangerfjord fährt. Wir schaffen es doch rechtzeitig, denn das ist die letzte Fähre für heute. Um die
Zeit zu vertreiben, hat Kirsten ihre Leidenschaft für die Fotografie wiederentdeckt und sich auf den Weg zu dem prächtigen Wasserfall gemacht, der hier am Parkplatz zu bewundern ist. Wir haben Glück und wir mussten nicht reservieren und es ist auch noch genügend Platz vorhanden. Die Kosten für diese Fahrt sind ziemlich hoch, aber solche Erlebnisse hat man nicht jeden Tag. Auf die Fähre angekommen, machten wir uns sofort auf den Weg aufs Deck. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde und wir sind gespannt, was wir sehen werden. Das Boot legte schnell ab und wir sind begeistert von der Aussicht vom Wasser aus. Wir sehen viele Wasserfälle, die von der Sonne angestrahlt werden und überall Regenbogen bilden. Außerdem passieren wir eine der bekanntesten Wasserfälle Norwegen, die Sieben Schwestern. Eigentlich fehlt nur noch ein Highlight für heute, ein Schiff in Geiranger. Doch als wir die letzte Kurve passieren, ist die Enttäuschung groß. Leider nichts. Aber egal, der Tag war trotzdem super. Geiranger angekommen, stellen wir uns ausnahmsweise auf den Campingplatz, da wir am nächsten Tag noch Besuch erwarten. Am Abend machten wir noch eine Runde mit Don und der Tag klang dann ruhig aus. Sometimes
Im nächsten Video verpassen wir die Ankunft unseres Besuchs, verlassen Geiranger und halten an 2 wunderschöne Foto-Hotspots mit Blick auf den Fjord an. So